Ich hasse den Winter. Generell, weil ich schon sehr, sehr viel Zeit in Italien verbringe, habe ich so ein Grundbauchgefühl, dass die Menschen schon eine andere Lebenseinstellung haben. An der italienischen Esskultur gefällt mir ungefähr alles. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich immer Team Pasta. Es beamt mich einfach komplett zurück in den Sommer. Hi, ich bin Francesca. Ich bin based in München, aber verbringe auch relativ viel Zeit in Norditalien. Und ich arbeite als Content Creator, das heißt, ich poste Sachen auf meinem eigenen Channel, bin aber auch Unternehmerin. Am Leben in Italien gefällt mir besonders gut, dass die Menschen dort einfach im Moment leben. La Dolce Vita steht ja für das süße Leben und für mich bedeutet das einfach, es ist ein ganz, ganz bestimmtes Lebensgefühl. Das ist auch unabhängig, wo du bist, sondern das findet quasi in dir drin statt. Das Wetter beeinflusst leider sehr, sehr, sehr meine Stimmung. Tatsächlich bin ich ein totales Sonnenkind und ja, sobald der Herbst eintrifft und die Sonne weg ist, fällt es mir nicht so einfach, morgens aus dem Bett zu kommen. Also was mir auf jeden Fall im Winter hilft, um so ein bisschen die Sommermut zurückzubringen, ist zum einen Musik, die mich an den Sommer erinnert, gutes Essen und aber auch Düfte. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass man natürlich auch seine Sommerkleidung mit in den Winter nehmen kann. Und ich werde euch jetzt mal ein paar Looks zeigen. Hier finden wir schon ein paar Sommerpieces und die werden wir jetzt mal mit den neuen Trends aus der Herbst-Winter-Kollektion kombinieren. Ein Satinkleid wie dieses hier war ein großer Trend diesen Sommer. Ich liebe die Farbe, dieses Rostbraun. Und gerade diese Midi-Länge, die ein bisschen länger übers Knie geht, eignet sich perfekt fürs Layering. Wir probieren das jetzt mal an. Zu so einem Kleid, finde ich, passt ein Oversize Pullover unglaublich gut. Diesen Winter sehe ich auf jeden Fall den Trend Oversize bei Ober- und auch Unterteilen. Und auch die Farbe Rot wird eine große Rolle spielen. Wenn euch das ein bisschen zu lang ist, könnt ihr den zum Beispiel auch so ein bisschen hochschoppen und mit einem Gürtel fixieren. Ich würde zu diesem Look jetzt noch einen Vintage Blazer kombinieren. Ich glaube, ich probiere mal den weißen. Ich liebe Vintage-Mode schon seit der Schulzeit und ich habe ein paar Tipps für euch, wo ihr Vintage-Kleidung finden könnt. Das ist entweder online, aber meine Favorites sind tatsächlich Secondhand-Shops oder Flohmärkte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch zum Beispiel die Ärmel von dem Blazer auch noch mal etwas hochziehen, dass der Pulli noch mal ein bisschen rauskommt. Und nun ist der Look fast komplett, aber was jetzt noch fehlt, sind die passenden Schuhe. Und dabei habe ich mich für diese schwarzen Stiefeletten entschieden. Ich finde die Schnalle super schön, ich glaube, es passt ganz gut. Das ist jetzt mein erster Layering-Look. Ich liebe die Kombi aus Pulli, Kleid und Blazer. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren dalassen, wie ihr den Look so findet. Für den zweiten Look könntet ihr zum Beispiel jetzt anstatt des Pullovers eine weiße Bluse wählen. Ich lasse den Pullover aber an, weil ich mich darin total wohlfühle. Was ich aber ändern werde, ist das Layering on top. Und zwar entscheide ich mich für diesen Mantel hier, um auch die Trendfarbe Rot aufzugreifen. Ich finde den zweiten Layering-Look so schon total cool. Was man jetzt überlegen könnte, ist, ob man noch die Schuhe wechselt. Ich würde das Ganze jetzt so kombinieren und finde, das ist ein perfekter Look für einen kommenden Herbst-Wintertag. Das Sommerfeeling könnt ihr euch nicht nur durch die Mode zurückholen, sondern auch durch das Thema Kulinarik. Let's go! An der italienischen Esskultur gefällt mir ungefähr alles. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich immer Team Pasta. Um das Sommerfeeling nach Hause zu bringen im Winter, liebe ich es, Rezepte nachzukochen. Besonders dieses Jahr mag ich total gerne Kreationen mit Zitronen, zum Beispiel Zitronensorbet oder frisch gepresste Zitronenlimonade. Und heute habe ich Zitronenpasta gekocht. Am liebsten benutze ich dafür die italienische Pastasorte Paccheri, weil die einfach die Soße extrem gut bindet und ich liebe die Kombination aus Zitronen, Basilikum, Pistazien. Wenn ich diese Pasta esse, erinnere ich mich besonders an den Moment, als ich auf Capri war und ich in einem Restaurant war, da über mir überall hingen Zitronen und ich habe quasi unter den Zitronen zu Abend gegessen, tatsächlich auch Limonenpasta. Und wenn ich die Augen schließe, dann kann ich mich wirklich sofort wieder
dahin zurückbeamen. So, und jetzt habe ich noch ein paar Beauty-Tipps für euch, wie ihr euch den Sommer noch mehr mit nach Hause nehmen könnt. Eine ganz, ganz große Rolle spielen Düfte. Gerade wenn ich einen bestimmten Duft in der Nase habe, es kann auch von irgendeinem Urlaub mal gewesen sein. Es beamt mich einfach komplett zurück in den Sommer. Einen weiteren Tipp, den ich habe, wer kennt es nicht, den Geruch von Sonnencreme. Für mich der ultimative Flashback zum Sommer. Ja, genau so riecht der Sommer. Und als letzten Tipp, tatsächlich hilft eine Sommerplaylist auch ganz gut, wenn draußen ein bisschen tristes Wetter herrscht. Ich habe hier einen Mix aus italienischen Klassikern und gute Laune-Songs. Den spielen wir jetzt mal direkt ab.